mit dem Review an, aber ganz im Ernst, ich wollte mich am Anfang noch ein bisschen in das hineinversetzen, was Regisseur Bong Joon-ho wahrscheinlich momentan gerade macht, nachdem er vergangenen Sonntag bei der Oscarverleihung brachialst abgeräumt hat, verdient brachialst abgeräumt hat, mit seinem grenzgenialen Meisterwerk Parasite, für das er ja nicht nur eine, sondern gleich 4 von, sagen wir mal, fast diesen begehrten Statuen mit nach Hause genommen hat. Aber das ist nicht natürlich nur der Einzige, der da einen Schatz bekommen hat. Wir alle haben davon profitiert. Und ja, ich weiß, das ist jetzt einmal zuerst nur das Pressemuster, das ich dankenswerterweise von Kochfilms für dieses Review zur Verfügung gestellt bekommen habe. In circa einem Monat sehen wir diese Disc dann wunderschön in ein Mediabook verpackt, hoffentlich in unser aller Regale wandern. Denn Bong Joon-hos Parasite ist eines der absoluten Must-Have-Mediabooks des Jahres 2020. Aber bevor wir uns jetzt einmal ein bisschen näher mit dem Film an sich beschäftigen, möchte ich noch ein bisschen über die 92. Oscarverleihung vom vergangenen Sonntag sprechen. Da gab es ja mehr oder weniger 3 große Highlights. Erstens den Blick von Martin Scorsese, als Eminem mit 18-jähriger Verspätung seinen Oscar-prämierten Song Lose Yourself performt hat. Zweitens, den Joke von Guillermo von der Jimmy Kimmel Show, 1917 isn't just a movie, it's also the number of times I had to pee during The Irishman. Und Nummer 3, natürlich Parasite. Holy fucking shit. Parasite. Wo soll ich da nur anfangen? Am besten ganz am Anfang von meinen Notizen, weil ihr werdet wahrscheinlich bemerken, dass ich jetzt das ein oder andere Mal spicken muss, weil das sind tatsächlich viel zu viele Daten und Fakten, um sie sich in meinem Siebgehirn auswendig zu merken. Aber das, was Parasite bei den Oscars abgezogen hat, ist ja nur auf der Oberfläche. Ja, 4 Oscars. Na und? Aber die ganzen Rekorde, die dahinter stecken, sind einfach sensationell. Parasite war nicht nur der allererste südkoreanische Film, der überhaupt einmal für einen Oscar nominiert war. Es war nicht nur der erste nicht englischsprachige Film, der einen Best Picture Award bekommen hat. Er war demnach natürlich auch der allererste Film, der an einem Abend 2-mal als bester Film ausgezeichnet wurde. Bong Joon-ho war nicht nur der allererste Mensch aus Asien, der einen Regie-Oscar bekommen hat. Er war gemeinsam mit seinem Partner Jin Won-han nicht nur das erste Gespann, das einen Oscar als bester Drehbuchautor bekommen hat. Nein, Bong Joon-ho war außerdem erst der 2. Mensch der gesamten Filmgeschichte, die an ein und demselben Abend gleich 4 Oscars bekommen hat. Der erste übrigens war vor 67 Jahren kein geringerer als Walt Disney. Aber Walt Disney hat damals seine Oscars in verschiedenen Kategorien für verschiedene Filmproduktionen bekommen. Beispielsweise als beste Doku und als beste Kurzfilmdoku, wo er eben überall als Produzent tätig war. Bong Joon-ho ist damit der allererste Mensch, der 4 Oscars an einem Abend für denselben Film bekommen hat. Außerdem ist Parasite der erst 3. Film, der eben sowohl die Palme d'Or beim Cannes Film Festival als auch den Academy Award für Best Picture bekommen hat. Die beiden Vorgänger waren übrigens Das verlorene Wochenende aus dem Jahr 1945 von Billy Wilder und der Film Marty aus dem Jahr 1955. Unfassliche Rekorde, die hier gebrochen wurden, aber allesamt unfassliche Rekorde, die verdient gebrochen wurden. Weil ganz ehrlich, Parasite ist ein unvergleichliches, absolutes, bahnbrechendes Meisterwerk und definitiv einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das ist einer von diesen Filmen, wo einfach irgendwie alles stimmt. Wo nicht nur der Film per se ein absolutes Meisterwerk ist, sondern jedes klitzekleine Detail, das man um die Produktion des Films herum erfährt, einfach nur die Immersion in diese absolut sensationelle Welt erhöht. Ganz kurz vielleicht zur Geschichte des Films und keine Sorge, dieses Review ist wie meine Quickies immer 100% spoilerfrei. Es gibt keine Details über den Plot, die mehr oder weniger über die grundlegende Inhaltsangabe hinausgehen. Das Einzige, was es ja wohl geben wird, sind so ein paar technische Tidbits und Kniffe, wie man gewisse Elemente in dem Film versteckt hat.
Grundsätzlich geht es mehr oder weniger darum, es gibt eine reiche Familie, die Parks, und eine arme Familie, die Kims. Und grundsätzlich sind das zwei Familien, die im typischen südkoreanischen System niemals miteinander in Berührung kommen würden. Die einzige Möglichkeit dafür ist eben, dass einer der armen Familie vielleicht einem Kind aus der reichen Familie Nachhilfe gibt. Und damit beginnt auch alles. Nach und nach werden mehr oder weniger sämtliche Helfer der reichen Familie durch die arme Familie ausgetauscht, um eben in der Hoffnung, die eigene Klasse, den eigenen Wohlstand damit in die Höhe treiben zu können. Interessanterweise würde da natürlich nach der Beschreibung sofort jeder denken, wow, diese Kim-Familie, das sind wirklich echte Parasiten. Denkt man allerdings länger als 2 Sekunden drüber nach, kommt man eigentlich drauf, dass genau dasselbe auch auf die Park-Familie zutrifft und genau eben deswegen diese feinen Spielereien eben im Subtext des Films wirklich mit einer meisterlichen Hand in dieses Drehbuch geschrieben wurden. Außerdem ein bisschen was ich schade finde an der Stelle. Bong Joon-ho war auf 2 Oscar-Nominierungen, übrigens von den 6 Stück, die der Film insgesamt bekommen hat, ganz besonders stolz. Nämlich einerseits für das den besten Filmschnitt, Best Editing und das beste Production Design. Genau das leider die 2 Oscars, die der Film dann nicht bekommen hat. Bong Joon-ho meinte, dass genau das die Oscars sind, die ihn am meisten freuen, weil eben genau da die Kunst der Techniker und Meister, die hinter der Kamera in der koreanischen Filmindustrie arbeiten, endlich einmal auch internationale Wertschätzung bekommen. Und grundsätzlich muss man sagen, dass auch diese Oscars eigentlich absolut perfekt verdient werden. Best Editing in diesem Fall ist eigentlich fast aufgelegt, weil Parasite, verstanden als sozioökonomische Tragikomödie, funktioniert ja nur dann, wenn vor allem das Pacing des Films, das Pacing jeder einzelnen Szene, das Tempo des Schnitts wirklich minutiös oder framegenau mehr oder weniger passt, und das ist etwas, was der Film trotz seiner langen Laufzeit von über 2 Stunden in jeder einzelnen Szene und jeder einzelnen Einstellung absolut perfekt beherrscht. Und das beste Production Design sowieso, denn was wahrscheinlich die wenigsten wissen, ist, dass das Haus der Familie Park kein echtes Haus ist, in dem einfach gedreht wurde, sondern ein Set, das von Grund auf neu erstellt und gebaut wurde. Ein echter Architekt hat dazu übrigens gesagt, wow, kein Idiot würde jemals ein Haus so bauen. Aber für den Film funktioniert das einfach absolut perfekt. Wer im Film beispielsweise genau hinschaut, der erkennt, dass es immer wieder ganz feine Linien und eindeutige Trennungen gibt, die eben auch auf optischer Ebene die Parks von den Kims trennt. Es gibt beispielsweise nur Shots, wo die arme Familie die Stiegen nach unten geht und die reiche Familie Stiegen nach oben geht. Außerdem alleine zum Beispiel eben durch das Muster der Stiegen oder die Tatsache, dass es extrem viele Aufnahmen gibt, wo jemand durch ein Fenster schaut. 14. Nämlich, und ich weiß nicht, wer das für die IMDb Trivia Section tatsächlich gezählt hat, aber das sind dann beispielsweise große Nods an den Master of Suspense Alfred Hitchcock, wo eine Sammlung von dessen Filmen sogar irgendwo einmal im Hintergrund von dem Film zu sehen ist. Und dass Regisseur Bong Joon-ho ein großer Fan von Alfred Hitchcock ist ja ebenfalls nichts Neues. Außerdem finde ich extrem schade, dass es keinerlei Oscar-Nominierungen für die Schauspieler des Films gab, weil auch die absolut phänomenal ihren Job verrichten und dabei einige Journalisten beispielsweise in Amerika so sehr begeistert haben, dass die gemeint hat, eigentlich sollten 4 der 5 Best Female Actress Award Nominations an alle Schauspieler aus Parasite gehen, was meiner Meinung nach definitiv nachvollziehbar ist, weil jeder einzelne Charakter in diesem Film absolut perfekt und großartig gespielt ist. Außerdem finde ich relativ interessant, dass Bong Joon-ho einmal beim Münchner Filmfestival gesagt hat, dass er gar kein großer Fan von Screenwriting per se ist, weil er da immer so nervös wird und für seine Familie ein bisschen unaushaltbar, und dass die Idee für Parasite zwar schon seit 2015 besteht, dass das Drehbuch per se dann allerdings in 3,5 Monaten geschrieben wurde, wo man echt sagen muss, dass er mit seinem Schreibkollegen da absolut perfekte Arbeit geleistet hat, seine Vision dann tatsächlich auf Papier zu bringen. Und so
finden sich immer wieder zwischendurch einige wirklich interessante Informationen. Der Film wurde mit einem Budget von nur zwischen 11 bis 13 Millionen US-Dollar realisiert. Ein einzelnes Prop aus dem Film, zum Beispiel so ein Mistkübel, der sich besonders leise schließt, kostet alleine $2.500, weswegen Bong Joon-ho ihn mehr oder weniger nur so mit Samthandschuhen angegriffen hat, weil ihm eben so viel dran lag, dann nichts kaputt zu machen und nicht irgendwelche Schäden zu verursachen, weil man bei der Produktion, und ich glaube, das ist bei dem Budget mehr als offensichtlich, wirklich sehr darauf fokussiert war, möglichst wenig Geld auszugeben und damit den möglichst großen Effekt zu haben. Mehr oder weniger das exakte Gegenteil von Hollywood. Und das ist natürlich die nächste absolute Sensation bei der Oscarverleihung, weil die Academy of Motion Picture Arts and Sciences besteht ja mehr oder weniger aus allen bisherigen Oscar-Gewinnern und vielleicht noch ein paar Business-Insidern. Die genaue Zusammensetzung der Academy ist ja streng geheim, aber grundsätzlich kann man sagen, es sind Awards von den Peers, von Filmemachern, für Filmemachern und natürlich repräsentiert ungefähr zu 98% von amerikanischen Filmemachern. Dass die dann aber mehr oder weniger geschlossen gegen das eigene System votieren, gegen einen Quentin Tarantino, gegen einen Martin Scorsese, und hier einen Newcomer aus dem fernen Osten zum absoluten Oscar-Abräumer machen, das alleine sollte meiner Meinung nach vor allem aufgrund der Kenntnis der arroganten Machenschaften in Hollywood alleine schon dafür stehen, wie sensationell dieser Film eigentlich ist. Und was ich auch noch interessant finde, Bong Joon-ho ist ein Regisseur, der absolut großen Respekt vor Black-and-White Photography hat und deswegen soll Anfang 2020 von Parasite sogar noch einmal eine Schwarz-Weiß-Fassung erscheinen und das ist dann definitiv auch etwas wirklich Interessantes, weil man dadurch vielleicht den ein oder anderen Nod in Richtung Alfred Hitchcock noch auf eine ganz andere Art und Weise wahrnehmen kann. Als man übrigens Bong Joon-ho gefragt hat, ob Parasite sein bester Film war, hat er nur mit den Schultern gezuckt und gemeint, nein, sein nächster ist sein bester. Also, hoffentlich. Diese Bescheidenheit finde ich von einem dermaßen grenzgenialen Künstler absolut bemerkenswert und viel mehr gibt es von meiner Seite über Parasite fast nicht mehr zu sagen. Es ist einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Es ist ein cinematografisches Meisterwerk, das in der gesamten amerikanischen Filmwelt Grenzen gesprengt hat. Ein Film, der, obwohl er nicht einmal auf Englisch gedreht wurde, den Oscar für den besten Film bekommen hat. Es ist ein sensationeller, von der ersten bis zur letzten Sekunde spannender, lustiger, unterhaltsamer, großartig geschriebener, großartig inszenierter, hervorragend gespielter Film, der einerseits vor kleinen versteckten Seitenhieben und sonstigen intelligenten Einfällen nur strotzt, der aber in seinem Subtext so viel mehr versteckt, dass man ihn sich immer und immer wieder gerne ansieht, dass sogar Joker-Regisseur Todd Phillips gemeint hat, er hat sich den Film vor der Oscarverleihung gleich 3-mal angesehen, weil er so beeindruckt war davon und das ist definitiv etwas, das steht bei mir auch noch auf dem Programm. Parasite ist das erste große Meisterwerk des Heimkinomarkts 2020 und ein Film, den man definitiv nicht auslassen darf.